In diesem Video könnte so einiges schiefgehen, denn ich versuche mich zum allerersten Mal an einem Projekt mit Epoxidharz. Nach dem Intro geht's los. Ja, mit dem Epoxidharz ist das so eine Sache. Die einen finden es mega cool, die anderen eher nicht so. Ich gehöre eigentlich eher zum zweiteren Lager. Ich bin nicht so Fan von diesen Epoxidharz-Geschichten. Trotzdem würde ich das gerne mal ausprobieren, einfach um zu sehen, ob ich das hinkriege, wie das Ganze funktioniert. Mein Bruder wünscht sich schon länger ein Servierbrett mit grünem Epoxidharz. Auch da kann man sich wieder drüber streiten, wie schön das ist. Jedenfalls habe ich hier noch ein schönes Stück Eiche mit einer Baumkante dran und das werden wir für das Projekt verwenden. Los geht's! Da hätten wir bereits unsere beiden Eichenbrettchen mit Baumkante, die wir jetzt dann gleich mit dem Epoxidharz vereinen werden. In einem nächsten Schritt würde es jetzt eigentlich darum gehen, eine Form zu bauen, wo man das Ganze einlegen kann. Das kann man zum Beispiel aus beschichteten Spanplatten machen. Ich bin allerdings wahnsinnig faul, wie immer, und werde darum einen anderen Weg gehen. In der Schweiz haben wir diese grauen Kisten, das sind Utz-Kisten. Wer Schweizer ist, wird die sehr gut kennen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Und ich habe jetzt eine gekauft, eine ziemlich niedrige, die ein Innenmaß von 30 x 40 cm hat. Und für meinen Zweck ist das wunderbar geeignet. In einem nächsten Schritt werden wir also diese Bretter möglichst passgenau hier einlassen. Und dann geht es auch schon ans Epoxidharz gießen. Ich bin gespannt. So, nach langem millimeterweisem Zusägen der Bretter passen sie nun endlich in die Form rein. Es gibt allerdings ein kleines Problem, schaut mal. Und zwar ist die Kiste nicht ganz rechtwinklig, wie ich mir das erhofft habe, sondern sie hat einen Winkel von 3 Grad. Also wenn ihr das mit dieser Methode nachmachen wollt, dann empfehle ich euch, das Ganze beim Zuschnitt der Bretter einzuberechnen. Dann habt ihr das Problem, das ich jetzt habe, nicht. Ich habe nämlich jetzt hier einen Spalt, wo mir das ganze Epoxidharz reinlaufen würde. Um dem Abhilfe zu verschaffen, werde ich das wohl einfach mit Heißkleber zumachen. Ich hoffe, dass das so klappt. Ich werde sowieso vorne und hinten noch ein Stück abschneiden müssen. Ja, ich hoffe, das klappt auch so. Gießen werde ich das Ganze übrigens mit dem Casting Resin Plus 90 Gießharz von Vicon.
Das plus 90 steht in diesem Fall für die maximale Gießhöhe. Man kann damit also wirklich eine Spalte von 90 mm Höhe füllen und das Ganze soll trotzdem problemlos aushärten. So krass ist es bei uns nicht. Ich glaube, wir haben etwa 2-3 cm, die wir füllen müssen und bin sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Jetzt legen wir los. Ich habe das mit dem Aushärten der ganzen Geschichte hier ganz gut geplant und bin kurz nach dem Gießen ein paar Tage mit der Familie in Urlaub gefahren. Das hatte also jetzt wirklich Zeit, hier in Ruhe auszuhärten und es ist auch wunderbar hart geworden. Ich habe allerdings noch ein bisschen rumgepfuscht, nachdem ich den ersten Guss gemacht habe. Und zwar habe ich mich dann doch dazu entschieden, hier mit Heißleim so ein kleines Ufer zu machen und nochmal ein bisschen was nachzugießen. Das hat leider den Nebeneffekt gehabt, dass das hier ein bisschen übergeschwappt ist und auch in gewisse Spalte reingelaufen ist und hier rund um das Brett eine ziemliche Sauerei veranstaltet hat. Dürfte also spannend werden, das Ganze jetzt wieder aus der Form auszubrechen. Ich hoffe, das klappt. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus. Schauen wir mal, wie wir die Klötze wegbekommen. So, ich habe das Ding mal von dem ganzen Mist befreit, so gut wie es ging. Gibt jetzt ein paar Sachen, die halt ein bisschen nerven. Ich habe einerseits hier die Eiche ein bisschen verletzt, dadurch, dass sich diese Klötze hier festgesetzt haben und ich die wegmeißeln musste. Ich hoffe, es ist aber nicht so schlimm. Ich muss das nicht zu oft durch den Hobel lassen, bis das wieder gerade ist. Das andere, was mich ein bisschen nervt, ist, ich habe hier in diesem River nach dem Gießen solche Swirls reingemacht. Ich blende euch hier mal ein Bild ein, wie das ausgesehen hat. Und jetzt, als ich das Ding aus der Form geholt habe, sind die leider wieder weg. Ich weiß nicht, was ich da anders hätte machen müssen. Vielleicht habt ihr einen Tipp, ihr Epoxy-Experten. Schreibt es mir doch mal in die Kommentare, dann bin ich nächstes Mal gewappnet. Jetzt geht es erstmal weiter. Wir werden das Ding ein bisschen hobeln, den ganzen Epoxid-Dreck hier ein bisschen weghobeln und danach die Kanten abschneiden und dann wird es schon ein bisschen hübscher aussehen. Los geht's!
sieht das Brett jetzt nach dem Schleifen bis 400er Schleifpapier aus. So soll es natürlich nicht bleiben, wir werden es noch ein bisschen weiter bearbeiten. Mein Bruder wünscht sich hier rundherum eine Saftrille. Das habe ich noch nie gemacht, möchte ich gerne mal ausprobieren und werde ich mir darum auch für ein neues Video aufheben. Wir werden uns ein kleines Jig bauen, womit wir dann diese Saftrille fräsen können. Bin ich gespannt, wie das klappt. Ist ja immer auch so ein bisschen mit der Gefahr verbunden, dass man mit dem Fräser verkippelt und sich das ganze Brett ruiniert. Ich hoffe, das passiert mir dann nicht. Wenn euch das Projekt bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, was Nettes in die Kommentare schreibt und sehr gerne auch meinen Kanal abonniert. Ich bin nämlich so kurz vor 1000 Abonnenten und auf diesen Meilenstein freue ich mich schon sehr lange. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.